Mein Name ist Claire. Ich bin 61 Jahre alt. Ich lebe allein in einem kleinen Häuschen am Meer in Annecy, Frankreich. Dieses Haus gehörte meinen Eltern. Ich wurde dort geboren, habe dort geheiratet und dort meinen einzigen Sohn großgezogen. Die Wände tragen noch immer die glücklichen Stimmen der Vergangenheit. Aber jetzt herrscht Stille. Mein Mann Javier starb vor 9 Jahren. Seitdem wirken die Räume größer und leerer. Ich verbringe meine Tage mit Putzen, dem Lesen alter Briefe und dem Gießen der Blumen, die Javier gepflanzt hat. Ich versuche nicht zu weinen, wenn ich seinen leeren Stuhl sehe oder seine alten Bücher berühre. Mein Sohn Daniel lebt jetzt in Australien. Er ging im Alter von 20 Jahren zum Studieren fort und kam nie zurück. Er wurde Ingenieur, fand einen Job, lernte eine Frau namens Anna kennen und baut sich ein Leben in einer weit entfernten Stadt auf. Er hat 2 Töchter, die ich nur auf Bildern gesehen habe. Am Anfang rief er noch an und schickte E-Mails. Manchmal schickte er Postkarten aus Sydney. Dann wurden die Anrufe kürzer. Die E-Mails hörten auf. Seine Stimme wurde wie ein Lied, das man aus weiter Ferne hört. Trotzdem wartete ich. Jeden Morgen schaute ich auf mein Telefon. Ich lächelte über diese alten Nachrichten, als wären sie neu. Ich bewahrte seine Kinderzeichnungen unter meinem Bett auf. Ich betete jede Nacht für ihn, obwohl er längst nicht mehr an mich dachte. Dann geschah eines Nachmittags etwas Unerwartetes. Ich hörte ein Klopfen an der Tür. Das war seltsam. Niemand klopfte mehr. Die Post kam immer in den Briefkasten. Ich öffnete langsam die Tür und da war er. Daniel. Er stand schweigend mit einem Koffer dort. Er sah müde aus, dünner als früher, mit dunklen Ringen unter den Augen. Aber ich fühlte nur Freude. Ich umarmte ihn sofort. Nach all den Jahren war mein Sohn zurückgekehrt. Ich machte Tee und holte die Mandelkekse hervor, die ich für besondere Tage aufbewahre. Er setzte sich an den Küchentisch und schaute sich um. Er sagte, alles sehe genauso aus wie früher. Ich sagte ihm, dass es sich das Haus nicht verändert habe. Es sei nur älter und stiller geworden. Am Anfang sprachen wir nicht viel. Es gab zu viele Gefühle. Aber später öffnete er sich mir. Er sagte mir, dass er mich vermisst habe und dass das Leben sehr beschäftigt gewesen sei. Arbeit, Familie und Verantwortung, das habe ihn von mir ferngehalten. Ich wollte ihm keine Vorwürfe machen. Ich verstand es. Aber ich hatte so lange gewartet und seine Abwesenheit hatte eine Leere in meinem Herzen hinterlassen. Dann sagte er etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Er wollte mich nach Australien mitnehmen. Er sagte, ich solle nicht länger allein leben, dass es einen Platz für mich in seinem Zuhause gebe und dass seine Töchter ihre Großmutter kennenlernen wollten. Ich könnte mein eigenes Zimmer haben, mein eigenes Leben, aber zusammen mit meiner Familie. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich schaute mich um. Jeder Stuhl, jede Tasse, jedes Bild bedeutete mir etwas.
Konnte ich wirklich alles hinter mir lassen? Aber Daniel war mein einziges Kind. Ich hatte immer davon geträumt, ihm wieder nahe zu sein. War das das, worauf ich all die Jahre gewartet hatte? In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich erinnerte mich an den Tag, an dem wir den kleinen Daniel nach Hause brachten. Ich erinnerte mich an seine kleinen Füße, die über den Boden liefen, und an sein Lachen, das den Raum erfüllte. Dieses Haus hatte so viel Liebe gekannt. Konnte ich es loslassen? Am nächsten Morgen sah Daniel ernst aus. Er sagte, das Haus sei zu alt und zu abgelegen. Er sagte, es sei Zeit umzuziehen. Er bot an, sich um alles zu kümmern. Er sagte, das Geld aus dem Haus würde uns helfen, ein neues Leben in Australien aufzubauen. Ich fragte ihn, ob er sich sicher sei. Er lächelte und sagte, es sei die richtige Entscheidung für uns beide. In den nächsten Tagen packte ich langsam meine Sachen. Einige Möbel gab ich den Nachbarn. Einige alte Kleider gab ich der Kirche. Ich behielt nur einen kleinen Koffer mit einigen Gewändern, meinem Gebetsbuch und Javiers Schal. Alles andere blieb zurück. Daniel half mir mit den Papieren und wir verkauften das Haus. Das Geld wurde auf sein Konto überwiesen, um die Kosten für die Ritze und den Umzug zu decken. Alles fühlte sich wie ein Traum an. In einem Moment war ich noch dort und im nächsten schloss ich die Tür zum letzten Mal. Ich küsste sanft die Wand und flüsterte Javier zum Abschied Lebewohl zu. Am Flughafen fühlte ich mich nervös und fror. Daniel trug meine Koffer und bat mich, mich hinzusetzen. Er sagte, das Gate sei weit entfernt und er würde mir einen Rollstuhl holen. Er bat mich, dort zu warten. Er würde in 5 Minuten zurück sein. Ich sah ihm nach und glaubte seinen Worten. Ich dachte, wir hätten uns endlich wiedergefunden. Ich dachte, das sei ein neuer Anfang. Der Flughafen war voller Lärm und Menschen, aber ich fühlte mich ruhig. Ich hatte meinen Sohn wiedergefunden. 10 Minuten vergingen, dann 20. Ich wartete schweigend, aber etwas in meinem Herzen begann sich seltsam anzufühlen. Ich schaute jeden Mann an, der vorbeiging, in der Hoffnung, Daniel zu sehen, aber er kam nicht zurück. Nach 30 Minuten ging ich zum Schalter und fragte eine junge Frau, ob sie meinen Sohn gesehen habe. Ich sagte ihr, er sei gegangen, um einen Rollstuhl zu holen. Sie sah verwirrt aus und antwortete, dass niemand einen Rollstuhl angefordert habe. Ich setzte mich wieder hin und wartete. 40 Minuten vergingen, dann 50. Ich hielt meine Tasche fest an meine Brust gedrückt. Meine Hände waren kalt. Ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte. Ein Mann in dunkler Uniform bemerkte mich. Er kam näher und fragte, ob ich auf jemanden warte. Ich erzählte ihm alles. Er hörte freundlich zu und fragte nach Daniels Namen und einem Foto. Ich zeigte ihm das Flugticket und ein kleines Foto, das ich in meiner Tasche aufbewahrte. Er sagte mir, dass er nachsehen würde und bat mich, dort zu bleiben. Ich nickte und blieb sitzen. Mein Herz schlug jetzt schnell.
Ich starrte auf den Eingang, aber tief in mir kannte ich bereits die Wahrheit. Der Beamte kam zurück und setzte sich neben mich. Seine Stimme war weich, wie die eines Menschen, der schlechte Nachrichten überbringen muss. Er sagte mir, dass Daniel allein in das Flugzeug eingestiegen sei. Ich konnte nicht sprechen. Ich konnte nicht weinen. Ich starrte auf den Boden und drückte Javiers Schal an meine Brust. Mein Sohn hatte mich verlassen. Bevor ich meine Geschichte fortsetze, möchte ich eine Frage stellen. Von wo hört ihr zu? Schon allein zu wissen, dass jemand da ist, gibt mir Kraft. Der Beamte sagte danach kein weiteres Wort mehr. Er stand neben mir und schaute auf meine zitternden Hände. Ich konnte meinen Kopf nicht heben. Ich konnte nicht glauben, was gerade passiert war. Ein Teil von mir hoffte noch immer, Daniel würde zurückrennen und sagen, dass es ein Missverständnis gegeben habe oder dass der Flug Verspätung habe oder dass er etwas vergessen habe. Aber ich wusste, dass er weg war und er hatte alles mitgenommen. Ich flüsterte fast zu mir selbst. Er hat es mir versprochen. Er sagte, wir würden zusammengehen. Er sagte, ich würde nie wieder allein sein. Der Beamte nickte langsam. Es tut mir sehr leid, gnädige Frau. Ich schloss die Augen. Ich wollte schreien, aber kein Laut kam heraus. Ich hatte mein Zuhause verkauft. Ich hatte ihm alles gegeben. Ich vertraute ihm, weil er mein Sohn war. Jetzt besaß ich nur noch einen kleinen Koffer und einen Schal. Kein Zuhause, kein Geld, keine Familie. Der Flughafen schien zu groß und zu laut. Ich fühlte mich klein, verloren, in einer Menge fremder Menschen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte kein Guthaben mehr auf meinem Telefon. Niemanden, den ich anrufen konnte, und keinen Ort, zu dem ich zurückkehren konnte. Sogar die Frau am Schalter schaute mich an, als würde ich dort nicht hingehören. Der Beamte sprach erneut. »Gnädige Frau, haben Sie jemanden, den Sie anrufen können?« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, habe ich nicht.« Er zögerte kurz und stand dann auf. »Kommen Sie mit mir. Sie können nicht hierbleiben. Ich bringe Sie an einen sicheren Ort.« Ich zögerte. Ich war noch nie zuvor mit einem Fremden mitgegangen. Aber seine Stimme war sanft. Ich stand langsam auf und stützte mich auf den Stuhl, um das Gleichgewicht zu halten. Er trug meinen Koffer und ging neben mir her. Als ich durch den Flughafen lief, schämte ich mich. Die Menschen rannten, lachten und machten Fotos. Und da war ich, eine alte Frau, die neben einem Polizisten lief wie ein verlorenes Kind. Wir hielten in der Nähe des Parkplatzes an. Er öffnete mir die Tür eines kleinen Autos und half mir beim Einsteigen. »Es ist nur eine kurze Fahrt«, sagte er. Sein Name war Miguel. Er erzählte mir, dass er mit seiner Frau Elena zusammenlebte.
Er sprach warm über sie. Sie arbeitete in einer kleinen Bibliothek und liebte es, sonntags Brot zu backen. »Ich werde ihr alles erklären«, sagte er. »Sie wird es verstehen.« Ich nickte, immer noch zu geschockt, um etwas zu sagen. Als wir bei seinem Haus ankamen, öffnete Elena die Tür, noch bevor er klopfen konnte. Sie sah überrascht aus, lächelte aber freundlich. Sie hieß mich ohne Zögern willkommen. Sie nahm meinen Mantel, half mir, mich auf das Sofa zu setzen und deckte mich mit einer warmen Decke zu. Dann machte sie echten Tee. Nicht den aus Automaten, sondern richtigen Tee. Als ich die heiße Tasse hielt, hörten meine Hände auf zu zittern. Miguel sprach leise mit Elena in der Küche. Ich wollte nicht lauschen, aber ich hörte einige Worte. Flughafen, allein, verlassen. Elena sah mich manchmal mit sanften, traurigen Augen an. Später setzte sie sich neben mich. Sie sagte leise: »Sie sind jetzt in Sicherheit. Machen Sie sich keine Sorgen.« Ich nickte und Tränen liefen über meine Wangen. Ich wusste nicht einmal, warum ich weinte. Vielleicht aus Traurigkeit, vielleicht aus Wut, vielleicht aus Erleichterung, vielleicht aus allem zugleich. In dieser Nacht ließen sie mich im Gästezimmer schlafen. Elena brachte mir Handtücher, saubere Schlafanzüge und sogar eine kleine Pflanze, die sie neben das Fenster stellte. »Für Frieden«, sagte sie. Ich lag im Bett und starrte an die Decke. Ich dachte an Daniel, der über den Wolken flog. Ich fragte mich, ob er an mich dachte. Ich fragte mich, ob er das von Anfang an geplant hatte. Ich konnte nicht schlafen. Erinnerungen hielten mich wach. Am nächsten Morgen war Miguel bereits zur Arbeit gegangen. Elena machte mir Frühstück: frisches Brot, Käse und warme Milch. Sie fragte mich, ob ich spazieren gehen wolle. Ich sagte, ich sei noch nicht bereit. Sie sagte: »Lassen Sie sich Zeit. Das ist jetzt Ihr Zuhause. Sie müssen sich nicht beeilen.« Ich saß den ganzen Tag am Fenster und starrte auf die Bäume. Ich hielt Javiers Schal an mein Gesicht und fragte mich immer wieder, was ich falsch gemacht hatte. Aber es gab keine Antwort. Tage vergingen. Jeden Abend kam Miguel mit einer kleinen Aufmerksamkeit für mich nach Hause: ein Buch, ein Spielzeug, Obst oder eine Haarbürste. Er verlangte niemals etwas dafür. Elena behandelte mich wie eine Mutter, nicht wie einen Gast. Eines Abends kam Miguel blass nach Hause. Er ging langsam, den Kopf gesenkt. Elena bemerkte es sofort und folgte ihm in die Küche. Ich stand im Flur und hörte zu. Seine Stimme war leise und voller Schmerz. Flug 78. Er ist abgestürzt. Alle tot, keine Überlebenden? Miguel antwortete nicht sofort. Dann sagte er: »Alle sind tot.« Meine Beine wurden schwach. Ich ging zurück ins Wohnzimmer und setzte mich hin,
während ich die Wand anstarrte. Er hatte es mir nicht früher gesagt. Er wollte mich nicht noch mehr verletzen. Er dachte, ich brauche Zeit, und vielleicht hatte er gerecht. Denn obwohl Daniel mich tief verletzt hatte, obwohl er mich verlassen hatte, war er immer noch mein Sohn. Ich betete noch immer für ihn. Ich hoffte noch immer, dass er eines Tages zurückkommen würde. Miguel kam und setzte sich neben mich. Ich stellte ihm keine Fragen. Ich wusste bereits alles. Ich sah ihn an und sagte, »Danke, dass Sie es mir nicht früher gesagt haben.« Er nickte. Ich wollte, dass Sie sich zuerst ausruhen. In dieser Nacht weinte ich still, damit Elena mich nicht hören konnte. Ich weinte um den Sohn, der mich verlassen hatte, und um den kleinen Jungen, den ich einst in meinen Armen gehalten hatte. Ich weinte wegen des Verrats und der Traurigkeit, aber auch wegen etwas anderem. Ich weinte, weil ich nicht mehr allein war. Ich hatte keine Familie aus Blut mehr, aber ich hatte etwas Neues gefunden. Miguel und Elena hatten mir das gegeben, was mein Sohn mir nicht gegeben hatte: Fürsorge, Zärtlichkeit und Ehrlichkeit. Eines Tages fragte Elena mich, ob ich in mein altes Zuhause im Dorf zurückkehren wolle. Ich schüttelte den Kopf. Dieses Haus war bereits fort, aber ich hatte hier ein neues Zuhause gefunden. Die Tage begannen süßer zu werden. Der Schmerz in meinem Herzen verschwand nicht, aber er wurde leiser, wie ein Lied, das einen nicht mehr zum Weinen bringt. Ich dachte immer noch jeden Morgen an Daniel. Ich bewahrte ein Bild von ihm als Kind auf meinem Nachttisch auf. Aber jetzt fragte ich mich nicht mehr warum, wenn ich es ansah. Ich flüsterte einfach, ich hoffe, du hast Frieden gefunden. Elena ließ mich sanft Teil ihres Lebens werden, so wie jemand vorsichtig eine Blume pflanzt. Sie zwang mich zu nichts. Sie lud mich langsam ein, Schritt für Schritt. Eines Morgens fragte sie, ob ich ihr beim Zusammenlegen der Wäsche helfen könne. An einem anderen Tag bot sie mir an, ihr beim Brotbacken zu helfen. »Mein Brot geht nicht so auf wie das meiner Mutter«, sagte sie. Ich lächelte und sagte ihr, »Zuerst müssen wir die Schüssel wärmen.« An diesem Tag gelang das Brot perfekt. Wir hatten nichts, und doch hatten wir alles. Miguel arbeitete weiterhin lange Stunden, aber er brachte mir immer kleine Geschenke mit, ein Gedichtbuch, einen Schal mit Blumen wie den in meinem alten Garten oder ein Glas Aprikosenmarmelade. Er sagte nicht viel, aber jedes Geschenk trug Liebe in sich. Eines Abends sagte ich zu ihm, »Sie erinnern mich an Javier.« Seine Augen wurden weich. Er antwortete, »Das ist das Schönste, was jemals jemand zu mir gesagt hat.« Sonntags gingen wir alle zusammen in den Park. Elena bereitete Sandwiches und Äpfel vor. Ich brachte Tee in einer Thermoskanne mit. Wir saßen unter den Bäumen und beobachteten die vorbeigehenden Familien. Kinder lachten, Hunde bellten. Ich saß still auf der Bank. Ich verschwand nicht mehr. Eines Abends kamen wir an einem kleinen Gemeindezentrum vorbei.
Ein Schild lautete: Freiwillige gesucht. Alten helfen. Wissen teilen. Geschichten teilen. Elena drehte sich zu mir um und sagte: Du hast so viele Geschichten, Claire. Möchtest du es versuchen? Ich antwortete nicht sofort. Ich war mir nicht sicher, ob es jemanden interessieren würde. Aber ein kleiner Funke in mir flüsterte: Vielleicht. In der folgenden Woche besuchte ich das Zentrum. Es roch nach Suppe und frischer Farbe. Eine Frau namens Carmen begrüßte mich mit einer warmen Umarmung. Sie fragte mich, ob ich einen Kochkurs geben könnte. Einfaches französisches Essen, etwas Warmes und Leichtes. Ich lächelte. Ich kenne eine Linsensuppe, die Erinnerungen zurückbringt. Jeden Mittwoch danach zog ich eine saubere Schürze an und unterrichtete 5 ältere Frauen und 2 junge Studenten. Ich zeigte ihnen, wie man Zwiebeln schneidet, ohne zu weinen, wie man perfekten Reis macht und wie man Blätterteig richtig faltet. Sie nannten mich Madame Claire. Es war Jahre her, seit ich so genannt worden war. Ich erzählte auch Geschichten über Javier, über meinen Garten und ja, auch über Daniel. Ich sprach nicht mit Wut. Ich erzählte einfach sanft meine Wahrheit. Einige nickten. Andere hörten schweigend zu. Ein junges Mädchen sagte, sie sollten ihr Leben aufschreiben. Ich lachte. Wer würde das lesen wollen? Aber ihre Worte blieben in meinem Kopf. Eines Tages sah ich auf dem Weg zum Markt ein blaues Notizbuch im Schaufenster einer Buchhandlung. Es hatte kleine weiße Sterne darauf. Ich ging hinein, kaufte es mit dem Geld in meiner Tasche und nahm es mit nach Hause. An diesem Abend begann ich für mich selbst zu schreiben, nicht für andere. Ich schrieb über meine Kindheit, über meine Liebe zu Javier, über Daniels kleine Hand, als er ein Baby war. Ich schrieb über die Stille, über das Klopfen an der Tür und über den Verrat. Ich schrieb über Freundlichkeit, darüber, einen Sohn zu verlieren, aber einen Weg zurück nach Hause zu finden. Mit jeder Seite, die ich beendete, wurde mein Herz ein wenig leichter. Eines Tages fand Miguel das Notizbuch. Ich hatte es auf dem Tisch liegen lassen. Er öffnete es nicht. Er legte ein Lesezeichen hinein und sagte, wenn Sie bereit sind, es zu teilen, höre ich gerne zu. Elena pflanzte einen kleinen Garten im Hinterhof. Sie sagte, er erinnere sie an meinen Garten. Sie ließ mich die Samen aussuchen, Ringelblumen, Lavendel, Rosmarin. Sie baute sogar eine Holzbank daneben. Jeden Morgen saß ich darauf und beobachtete den Sonnenaufgang. Eines Tages kam Miguel mit einem Bilderrahmen nach Hause. Das Bild zeigte uns, wie wir auf der Bank im Garten saßen. Jemand aus dem Zentrum hatte es aufgenommen. Darunter schrieb er sorgfältig: Claire, unsere Familie. Ich weinte, nicht aus Traurigkeit, sondern wegen eines tieferen Gefühls, eines Gefühls der Heilung. Die Zeit verging. 1 Jahr, dann 2.
Ich wurde Teil dieser neuen Welt. Die Menschen auf dem Markt kannten meinen Namen. Die Kinder im Zentrum umarmten mich. Mein Kochkurs wurde größer. Ich unterrichtete nicht nur Kochen. Ich lehrte Liebe und Erinnerung. Ich dachte immer noch an Daniel. Manchmal träumte ich von ihm, aber nicht als den Mann, der mich verlassen hatte. Ich sah ihn als den kleinen Jungen, der im Garten rannte und rief: »Mama, schau!« Diese Version tat weniger weh. Eines Abends beim Abendessen fragte Elena mich: »Fragst du dich manchmal, wie dein Leben gewesen wäre, wenn Daniel dich nicht verlassen hätte?« Ich dachte einen Moment nach und antwortete: »Wenn er nicht gegangen wäre, wäre ich nicht hier. Ich hätte euch nicht kennengelernt. Ich hätte nicht verstanden, dass Familie nicht immer Blut bedeutet. Manchmal bedeutet sie Liebe.« Miguel streckte seine Hand aus und nahm meine. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich zwar einen Sohn verloren hatte, aber etwas sehr Kostbares gefunden hatte: Liebe, ein Zuhause und Menschen, die mich wirklich sahen. Nicht alles, was uns zerbricht, zerstört uns. Manchmal zeigen uns die Risse den Weg. Wenn diese Geschichte euer Herz berührt hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu teilen. Bald kommen weitere wahre und emotionale Geschichten.